Hallo Leute, die liebe Jenny hat mir ihre komplette Kollektion in Kooperation mit Catrice zukommen lassen und erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, liebe Jenny. Ich freue mich sehr für dich und falls ihr sie nicht kennen solltet, ich blende euch fix ein Bild ein und verlinke euch natürlich auch unten ihre Social Media Accounts. Ich glaube, das ist eine der schönsten Frauen, die ich jemals gesehen habe. Ich folge ihr auch auf Instagram und finde sie wirklich sympathisch und freue mich wirklich sehr, sehr dolle für sie. Und dieses Make-up habe ich natürlich mit ihren Produkten geschminkt. Also falls ihr wissen möchtet, wie sie performen und welches darunter mir am meisten zusagt, dann bleibt doch dran. Ich fange heute ausnahmsweise mal mit meinen Lippen an, ansonsten fühle ich mich ein kleines bisschen nackig. Und in der Kollektion mit der lieben Jenny ist ein Lipkit enthalten, welches aus einem Lip Liner und einem Lippenstift besteht und beides werde ich jetzt mal auftragen. Dann legen wir mal los mit dem Lip Liner. Das ist übrigens so ein Holz-Lip-Liner, also kein automatischer. Das heißt, diesen müsst ihr anspitzen. Ich hätte tatsächlich vermutet, dass der Lip-Liner ein kleines bisschen härter ist, weil ich das von diesen Standard-Lip-Linern auch so gewohnt bin. Aber der hier ist überraschend angenehm. Und darüber trage ich jetzt natürlich den Lippenstift auf und der riecht tatsächlich nach etwas und der ist auch parfümiert und er enthält Benzylalkohol. Also falls ihr mit bedufteten Lippenstiften und Benzylalkohol Probleme haben solltet, dann müsst ihr hier ein bisschen aufpassen. Also das ist dieses typisch cremige Lippenstift-Finish und auch die Farbe ist total Jenny und passt perfekt in diese Kollektion rein. Für mich persönlich ist die Textur und das Finish nichts. Ich mag eher so Satin, semi-matte Sachen, manchmal gerne noch mit ein bisschen Gloss drüber, aber dann kann ich halt selber bestimmen, welche Stellen glossy aussehen sollen. Nichtsdestotrotz fühlt sich das relativ angenehm und pflegend an und passt einfach perfekt in diese Kollektion. Auf das Creme Blush freue ich mich extrem, weil ich ein riesengroßer Creme Blush Fan bin und hier ist auch lustigerweise Niacinamid enthalten. Das ist ja einer meiner absolut liebsten Inhaltsstoffe, deswegen bin ich jetzt doppelt gespannt, wie dieses Creme Blush auf meinem Gesicht aussehen wird und vor allem wie die Farbe ist. Ich gebe mir mal ein bisschen was davon hier auf den Handrücken. So mache ich das zumindest immer. Jetzt will gerade nichts rauskommen. Ich glaube, ich muss das vorher schütteln. Komm, komm, komm. Hello? Ich schüttle es nochmal. Na los. Ich will euch die Farbe zeigen und ich will sie auch selber mal sehen. Hallo? Hello? Ist jemand da? Okay, kurze Pause. Ich muss mal schauen, wie ich das hier rausbekomme. One eternity later. Okay, ich habe es hinbekommen. Ich habe einmal mit einer Nadel reingestochen und dann ließ sich das Blush rausdrücken. Oh, das ist aber eine interessante Farbe. Ist eher so ein koralliger Ton. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Also das ist jetzt obviously zu viel, würde ich mal sagen. Aber ich wollte euch unbedingt mal die Farbe zeigen. Und dann packen wir uns das einfach mal drauf. Das ist übrigens nicht dieses typisch wachsig-fettige Creme Blush, sondern eher ein Gel. Also zumindest fühlt sich das so auf der Haut an. Oh, man muss sich aber beeilen mit dem Verteilen, weil das relativ fix antrocknet. Seht ihr das? Hier ist das Blush jetzt angetrocknet und lässt sich auch nicht mehr verblenden. Aber ich denke, das spricht auch für die Haltbarkeit von dem Blush. Dann machen wir mal weiter mit der Lidschattenpalette und ehrlich gesagt ist die Color Story nicht ganz so meins. Wie ihr wisst, mag ich sehr, sehr gerne bunte Lidschatten und Lidschatten, die ein kleines bisschen mehr Tiefe haben, wobei ich die Farbe Offshore sehr, sehr interessant finde. Die werde ich heute auch auf jeden Fall verwenden, aber diese Color Story und die Zusammenstellung der Farben ist halt einfach wieder typisch Jenny, weshalb das perfekt in die Kollektion reinpasst. Ich starte mal mit der Farbe Self Love. Und pack mir das einfach hier oben hin. Es ist ein wunderschöner, mauviger Ton. Ach so, als Lidschattenbase habe ich wie so oft die P. Louise Base verwendet. Die leistet mir einfach immer gute Dienste. Dann gehe ich mit einem etwas kleineren Pinsel in Grounded.
Als nächstes nehme ich mir hier Golden Hour auf einen flachen Pinsel und gehe damit übers komplette Lid. Also ich muss euch sagen, die Lidschattenqualität gefällt mir hier deutlich besser als letztens bei der Disney Princess LE. Dieser metallische Ton ist ja echt Hammer. Am unteren Wimpernkranz habe ich haargenau das gleiche gemacht wie oben und jetzt kommt als i-Tüpfelchen Offshore in den Innenwinkel. Den Lidschatten muss ich unbedingt verwenden, egal ob das jetzt passt oder nicht. Und man sieht diesen grünlichen Schimmer wirklich nur, wenn das Licht richtig drauf fällt. Okay, ich mache mal den Rest fertig und sage euch, wie meine ersten Eindrücke zu den Produkten sind. Tada, das ist der fertige Look und ich fühle mich wirklich ein kleines bisschen so, als hätte ich mir die Make-up-Tasche von Jenny geschnappt und dieses Make-up damit geschminkt. Und ich meine, genau so sollte es ja auch bei Kooperationsprodukten sein, selbst wenn das meinen persönlichen Vorlieben nicht entspricht. Und wenn ich jetzt ein Produkt aus dieser Kollektion raussuchen müsste und euch empfehlen müsste, dann wäre es auf jeden Fall die Lidschattenpalette. Ich finde sie, wie gesagt, qualitativ deutlich besser im Vergleich zu der Essence Rapunzel Palette, wobei die Lidschattenformulierung von Catrice jetzt nicht unbedingt meine liebste ist. Mir persönlich sind die Lidschatten einfach zu seidig, sie haben zu wenig Wumms, lassen sich jetzt auch nicht ganz so gut aufbauen, aber ich denke, dass dadurch die Formulierung relativ einsteigerfreundlich ist, weil man nicht so schnell damit übertreiben kann und nicht sofort super viel Pigment auf dem Auge hat. Mein absolut liebster Lidschatten aus der Palette ist Offshore, also derjenige, den ich hier im Innenwinkel drin habe, der ist einfach so, so wunderschön. Also wenn ihr Jenny supporten möchtet, wenn euch die Lidschattenformulierung und die Color Story gefällt, dann schaut euch unbedingt die Lidschattenpalette an.